Was? Schon wieder kein Opener? Nun, das liegt daran, dass ihr mal wieder mitten in einer Videoserie gelandet seid. In der vorliegenden Videoserie möchte ich mit euch nämlich klären, warum die japanische Gesellschaft einen so massiven Hang zum Perfektionismus hat. Ihr kennt das alle. Wenn ihr in Japan seid, euch ein Stück Kuchen bestellt, dann bekommt ihr da was hingestellt, wo ihr den Eindruck habt, dass dieses Stück Kuchen gerade nur für euch gemacht wurde. Oder ihr besucht einen Park, der irgendwie schon wie viele Jahre auf dem Buckel hat, aber aussieht, als wäre er quasi erst gestern angepflanzt worden. Man hat beständig den Eindruck, dass die Japaner immer wieder bemüht sind, in allem, was sie tun, zu einer gewissen Art von Meisterschaft zu gelangen oder zumindest das, was sie tun, so gut es wie nur irgendwie geht zu machen. Und meine These dazu ist, dass der Zen-Buddhismus einen enorm hohen Anteil an eben dieser Mentalität hat. Da der Zen-Buddhismus aber nur die japanische oder eine japanische Ausprägung des Buddhismus ist, haben wir uns im letzten Video erstmal überhaupt damit beschäftigt, was ist denn überhaupt Buddhismus? Daher empfehle ich euch, wenn ihr das heutige Video richtig einordnen wollt, nochmal einen Schritt zurückzugehen und euch das letzte Video anzuschauen, denn da kläre ich erstmal so grundlegende Begrifflichkeiten, wo kommt der Buddhismus überhaupt her, was ist das und welche philosophischen Denkansätze stecken überhaupt dahinter. Und das ist tatsächlich notwendig, um zu verstehen, was Zen wiederum ist. Deshalb, wenn ihr Lust habt, hier oben rechts oder unten in der Videobeschreibung gibt es den Link zum letzten Video. Deshalb geht ruhig kurz zurück, ich warte hier auf euch. Ah, da seid ihr ja wieder. Schön, dass ihr zurück seid. So, dann können wir jetzt an der Stelle weitermachen, ne? Also, wir haben also im letzten Video gelernt, dass der Buddhismus aus Indien stammt und haben uns mit seinen grundlegenden philosophischen Prinzipien beschäftigt. Aber jetzt kommt die Frage, was ist denn jetzt Zen? Also, der japanische Zen-Buddhismus hat seinen Ursprung im chinesischen Chan-Buddhismus. Dieser wurde der Legende nach zwischen 480 und 523 nach Christus durch den indischen Mönch Bodhidharma begründet. 480 verließ dieser nämlich sein Heimatland Indien und gelangte dann über den Himalaya nach China, wo er so eine kleine Rundreise machte, quasi mal alle Provinzen besuchte und sich dann im Jahre 523 nach Christus in der Provinz Henan niederlässt. Zu dieser Zeit befand sich auch damals schon ein Kloster in dieser Provinz und mit den Mönchen zusammen entwickelte er eben das, was die Chinesen heute auch als Chan-Buddhismus kennen. Fun Fact: Dieses Kloster existiert heute noch und ich garantiere euch, jeder von euch kennt den Namen dieses Klosters, auch wenn ihr euch noch niemals mit Buddhismus beschäftigt habt. Ich gebe euch 3 Sekunden zum Überlegen. 3, 2, 1. Korrekt. Es ist das Shaolin-Kloster. Es ist allerdings unklar, wie viel Wahrheit in dieser Legende tatsächlich steckt. Denn laut einigen anderen Legenden hat Bodhidharma angeblich auch den Tee erfunden, nämlich als er eines Tages meditierend in einer Höhle saß und ihm vor Müdigkeit die Augen immer wieder zufielen, riss er sich kurzerhand die Augenlider aus, warf sie zur Seite und da, wo die niederfielen, wuchs angeblich der erste Teestrauch. Damit erklärt man sich übrigens auch die Form der Teeblätter. Die würden aussehen wie Bodhidharmas Augenlider. Unabhängig von dieser Geschichte ist jedoch klar, dass es sich beim Chan-Buddhismus um eine Mischung aus Mahayana-Buddhismus, wir erinnern uns, es gibt verschiedene Schulen im Buddhismus, chinesischem Daoismus und Konfuzianismus handelt. Chan leitet sich vom Wort Jhana ab, was dann im Chinesischen in das Wort Channa transkribiert wurde. Und Jhana heißt letzten Endes nichts weiteres als sowas wie Zustand meditativer Versenkung. Und das ist auch tatsächlich das grundlegende Charakteristikum dieser Strömung des Buddhismus, denn Chan wird grundlegend in die Kategorie des Meditationsbuddhismus eingeordnet. Denn Bodhidharma soll seine Lehre komplett auf die Meditation gestützt haben und jegliche Form von schriftlicher Lehre abgelehnt haben. Ob das jetzt tatsächlich so stimmt, ist ebenfalls unklar. Klar ist jedoch, dass in dieser Richtung des Buddhismus eben die Weitergabe der Lehre auch heute noch vom Meister zum Schüler und weniger über die Schriftform erfolgt, also im direkten Kontakt. Ich will jetzt aber auch nicht zu tief in das Thema Chan einsteigen, weil vieles davon finden wir dann gleich im Zen-Buddhismus wieder. Es sei nur so viel gesagt, dass sich der Chan-Buddhismus von Henan aus über ganz China und dann weiter bis nach Korea oder sogar nach Vietnam ausbreitete. Das ist auch der Grund, warum eben in diesen beiden Ländern der Chan-Buddhismus auch heute noch extrem stark ist.
Vielen von euch wird der Name Thich Nhat Hanh zum Beispiel was sagen. Das ist eine sehr bekannte Institution im Zen-Chan-Buddhismus. Wir machen jetzt an dieser Stelle aber einen kleinen Zeitsprung, nämlich ins 12. Jahrhundert nach Christus, und zwar nach Japan. Dort lebte ein Mann namens Dogen Zenji. Als Sohn der Minamoto-Sippe, die zu dieser Zeit damals eine extrem große Rolle im Bereich Militärgeschehen, Politik gespielt haben, wandte er sich schließlich aber dem Buddhismus zu, als seine Mutter verstarb. Wir merken an dieser Stelle, dass Tod scheinbar bei ganz vielen Menschen eine Sinnsuche ausgelöst hat und für ganz viele Menschen damals der Initiator dafür war, dass sie sich der Philosophie, der Frage nach dem Sinn des Lebens und damit generell dem Buddhismus zuwandten. Er schloss sich daher damals zunächst der Tendai-Sekte an, das ist auch eine Schule des Buddhismus innerhalb Japans, bevor er dann 1223 nach China ging, um dort der wahren Lehre des Shakyamuni-Buddha auf den Grund zu gehen. An dieser Stelle, Shakyamuni-Buddha ist nur ein anderer Name für Siddhartha Gautama, den ersten historischen Buddha. Das ist nämlich quasi nur einer von seinen vielen Ehrentiteln, aber das ist einer, der am häufigsten benutzt wird. Dogen selbst blieb dann ungefähr 4 Jahre in China, studierte in verschiedenen Klöstern der Chan-Schule und quasi schloss sich dort den Übungen der Mönche an. Nachdem seine Bemühungen allerdings ganz lange nicht von Erfolg gekrönt waren, entschloss er sich 1225 nach Japan zurückzugehen. Allerdings auf diesem Weg beschloss er dann doch nochmal einen allerletzten Versuch zu unternehmen und wurde Schüler von Nyojo. Dieser war Abt eines Klosters auf dem Berg Tendo-san. Kleiner Hinweis, Tendo-san ist übrigens die japanische Aussprache für den Berg. Das chinesische Wort kriege ich nicht raus. In diesem Kloster erfuhr er schließlich ein fundamentales Erwachenserlebnis und ging mit dieser Erfahrung dann nach Japan zurück. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen davon aus, er wurde in diesem Kloster erleuchtet. Nachdem zuvor bereits viele Bemühungen gescheitert waren, den Zen-Buddhismus in Japan bekannt zu machen, ist es letztendlich Dogen Zenji zu verdanken, dass er sich letztendlich doch in Japan ausbreitete und zu einer der wichtigsten buddhistischen Schulen wurde. In Japan bildeten sich dann übrigens nochmal 3 weitere Untergruppen des Zen-Buddhismus heraus, nämlich die heute bekannten 3 Schulen Soto-Zen, Rinzai-Zen und Obaku-Zen. Wobei Dogen Zenji selbst das Soto-Zen begründete und sein erster Patriarch wurde. Wenn ihr jetzt mehr über das Leben und Wirken von Dogen Zenji erfahren wollt, dann empfehle ich euch den Film Zen vom japanischen Regisseur Takahashi Banmei. Den kriegt ihr tatsächlich über Amazon Japan. Und dort gibt es tatsächlich eine DVD, die eine englische Untertitelspur hat. Also hier in Deutschland ist er nicht zu kriegen, aber ich kann ihn wirklich empfehlen, wenn jemand von euch mal Lust hat, sich da mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen. So, jetzt haben wir ein bisschen Geschichte gemacht, das lassen wir mal hinter uns und jetzt beschäftigen wir uns mit der eigentlichen spannenden Frage, nämlich was unterscheidet Zen-Buddhismus eigentlich von anderen buddhistischen Schulen? Zunächst erstmal ist wichtig, dass die buddhistischen Grundprinzipien natürlich auch für den Zen-Buddhismus gelten, also die 4 edlen Wahrheiten und so weiter und so fort. Allerdings zählt Zen eben genau wie Chan zum Meditationsbuddhismus. Die Meditation im Lotussitz, also dem sogenannten Zazen, wie wir im Zen sagen, ist ein essentieller Bestandteil der täglichen Zen-Praxis. Wobei neben Zazen heute noch weitere Methoden zur Praxis des Zen gehören. Und dazu zählen Kinhin, die Gehmeditation, Rezitation von Sutren, also alten Texten, Samu, Arbeit bzw. konzentriertes Tätigsein und das Arbeiten mit Koan. Das sind so eine Art Anekdoten bekannter Zen-Meister, die sehr rätselhaft formuliert sind, die dann so grundlegende Fragestellungen des Zen beinhalten und an denen man arbeiten soll. Der Zen-Schüler muss zumindest Zazen in seine tägliche Zen-Praxis integrieren, denn Zen ist tatsächlich letzten Endes nichts weiter als Praxis. Praxis, mit der wir im Zen eigentlich nur ein Ziel verfolgen und das ist Satori, die Erleuchtung. Aber was bedeutet das genau? Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen in meinen eigenen Worten zu erklären, weil ich total schwierig finde,
da über Texte ranzugehen, weil das ist teilweise echt komplex. Man braucht lange, um das zu verstehen. Und selbst was ich jetzt hier von mir gebe, ist auch nur wirklich rudimentär. Also jetzt bitte die Pedanten unter euch, wenn da welche dabei sein sollten, was ich nicht hoffe, jetzt nicht draufhauen, dass ich irgendwas vergesse. Das ist jetzt wirklich basic, ja, nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, viele von euch haben schon mal den Begriff Konstruktivismus gehört. Und letzten Endes steckt hinter diesem Begriff nichts weiter als die Tatsache, dass unser Gehirn die Welt, die wir jeden Tag erfahren, interpretiert. Das heißt, wir sehen etwas, also haben einen Eindruck von irgendwas und unser Gehirn interpretiert diesen Eindruck aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen. Das heißt, die Welt, die um uns herum ist, wird von jedem von uns selbst anders wahrgenommen. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt da draußen eine unverrückbare Realität, aber wir nehmen erstmal jeweils immer nur eine Interpretation, also einen Ausschnitt davon wahr. Und dieses Ding, was da immer interpretiert, das nennen wir im Zen das Ego. Dahinter stecken eben dann die gemachten Erfahrungen, die verborgenen Wünsche, die Begierden. Also das Ego interpretiert auch die Welt anders, weil sie nicht so ist, wie sie ihm gefallen würde. Das Ego ist das, was immer irgendwas will, das immer schreit, ich will das haben, ich will das haben. Und letzten Endes sorgt es dafür, dass unser Kopf dadurch immer irgendwie voll ist mit irgendwelchen Gedanken. Es lenkt uns also quasi von der eigentlichen Realität ab. Und im Zen versuchen wir genau diese Gedankenflut einzudämmen, indem wir uns auf Dinge, die wir tun, konzentrieren. Wir sagen zum Beispiel, wenn wir Zazen machen, dann sitzen wir nur. Beim Gehen üben wir Gehen. Beim Arbeiten arbeiten wir. Und das, ohne dabei uns dieser Gedankenwelt hinzugeben und abzudriften. Wir tun das, was wir tun, in diesem Moment ganz bewusst. Suzuki Shunryu, ein Zen-Lehrer, der sich in den 60er Jahren, glaube ich, war es, in Amerika niedergelassen hat, hat mal gesagt, Zen ist nicht etwas Aufregendes, sondern Konzentration auf deine alltäglichen Verrichtungen. Wenn wir uns also permanent darum bemühen, immer bei der Sache zu sein und immer genau das zu tun, was wir gerade tun und nichts anderes, dann wird unser Ego mit der Zeit leiser. Daraus resultiert dann, dass das Ich, das unter dem Ego versteckt ist, wieder stärker wird und beginnt dann quasi die Welt so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Wir sprechen hier im Zen auch ganz oft von einer radikalen Akzeptanz des Lebens. Denn die Welt da draußen ist, wie sie ist, ob sie unserem Ego nun schmeckt oder nicht. Es geht also um eine bewusste und vollständige Wahrnehmung des Moments. Eine vollständige Achtsamkeit ohne eigene Beurteilungen. Dieser Zustand soll dann irgendwann immer und überall herrschen. Eine Erkenntnis der absoluten Realität, wodurch die Frage nach dem Sinn des Lebens quasi aufgehoben wird. Man hört auf, die Frage nach dem Sinn zu stellen, sondern akzeptiert einfach erstmal, dass es so ist, dass man lebt, dass man da ist und dass man dieses Leben einfach lebt. Wir sagen immer, man lebt, um zu leben. Es gibt nichts zu tun, nichts zu erreichen und nichts zu besitzen. Das mag jetzt an der Stelle sehr simpel klingen, aber tatsächlich gehört der Zen-Weg mit zu den schwierigsten Aufgaben, die man sich in einem Menschenleben selbst auferlegen kann. Man muss bereit sein, das selbstbezogene Denken und damit eigentlich so ein bisschen das Selbst aufzugeben und dann ohne Ziel zu üben. Denn die Übung selbst, also der Weg, ist das Ziel. Es ist also quasi so eine Art absichtsloses Handeln irgendwann. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck davon vermitteln, was Zen ist. Wie gesagt, das ist verdammt komplex, das ist sehr kompliziert, auch wenn es im ersten Moment einfach wirkt. Das ist übrigens das Gemeine am Zen. Das wirkt sehr einfach, aber letzten Endes ist es total schwierig. Im nächsten Video greifen wir dann diesen Punkt, der Weg ist das Ziel, nochmal auf. Also im Kopf behalten, nächste Woche geht es dann einen Schritt weiter. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn ihr ein bisschen diskutieren wollt, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. Wie beim letzten Mal auch, ich werde versuchen, wenn es mir möglich ist, die Fragen so gut es geht zu beantworten. Aber wie gesagt, ich bin kein Zen-Meister und manche Fragen kann man auch gar nicht beantworten. Manche Dinge muss man selbst erfahren, das musste ich auch auf meinem Weg sehr schmerzlich lernen, dass ich auf meine Fragen erstmal keine Antwort gefunden habe, sondern die selbst finden musste. Das ist manchmal so. Aber wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich trotzdem total darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo und wenn ihr abonniert, dann die Glocke nicht vergessen, weil dann werdet ihr auch darüber informiert,
wenn das nächste Video nächste Woche online geht. Ansonsten könnt ihr mir auch sehr gerne auf Twitter oder Instagram folgen. Auf Twitter können wir natürlich auch gerne offen über diese ganzen Themen diskutieren. Da bekommt ihr mich eigentlich auch täglich immer gut dran und da können wir uns gerne auch austauschen. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Matane!